Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir sind wieder auf altbekanntem Terrain, nur mit einigen neuen Story-Wendungen, denn wir haben am Ende der letzten Folge blaue, ominöse Pillen bei Gans entdeckt und stehen jetzt vor der Frage, woher diese kommen, was die bewirken und wie das alles in den Gesamtkontext einzuordnen ist. Und das ist das eine. Das andere, was mich jetzt allerdings auch umtreibt, ist die Frage, ob wir heute eventuell noch DP vielleicht rankarren können. Denn ich weiß immer noch nicht, ob ich das jetzt hier auf Lebzeiten verkackt habe, was es hier eventuell als Hidden Quest noch gibt. Aber das hier müssten wir eigentlich schon kennen, oder? Wenn nicht, dann könnt ihr immer Pause machen und dann gucke ich mir das in der Nachbearbeitung an. Aber ich glaube, diesen Fehler habe ich schon mal gemacht und für wenige Sekunden gedacht, dass das neu sein könnte. Ich will mich einfach mit meinem Schicksal nicht abfinden, Leute. Ich will noch dran glauben können, dass man diese Hidden Quest noch aktiviert kriegt. Aber ich glaube, das nächste Mal checke ich das wirklich erst, wenn neue DP reingeflattert sind. Und das wird aber augenscheinlich in nächster Zeit nicht passieren, da wir jetzt auch aktuell keine... Ich glaube, das kennen wir auch schon. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Wortlaut so bekannt war, aber die haben den schon mal hier als Beschützer der SSS deklariert. Ich glaube, das war sogar in der letzten Folge. Ja, diese Geschichte hier, ne? Aber das kann ich halt auch erst abschließen zu einem späteren Zeitpunkt. Ich bin ja noch dran, die Rezepte vollständig zu sammeln. Und na gut, ich würde mal sagen, wir gehen zu Sergey und gucken, was hier so abgeht. You guys are back pretty late. Interrogating HIER really take you that long? No, actually, we may have just stumbled into another case. We'll give you the details along with what we found out about the HIER raid. Ja, da habt ihr aber einiges zu erzählen, vermutlich. Chief? Sorry, was it too convoluted after all? No, that's not it. Er macht sich über den Inhalt wahrscheinlich Gedanken. It's just the series of events. I'm starting to think that it might all be connected. Ja, es ist ein Trades-Spiel. Natürlich wird alles miteinander connected sein. You do? Seriously? Warum sind die denn so überrascht? Also ich finde, wenn man die Merkwürdigkeit aller Ereignisse zusammenträgt, dann ist es doch nur naheliegend, dass es einen Zusammenhang gibt, oder? What makes you think that? Theo kennt die Antwort schon wieder. I know a lot has gone down in the last day or two, but I want you to try to connect the dots. Especially you, Lloyd. We are really going to need those detective skills of yours here. Sure, leave it to me. Oh nein, mein Handy ist drüben in der Küche. Es kommen bestimmt gleich wieder Antworten. Oh, aber Antworten heißen, wenn wir die richtigen geben, dann gibt es vielleicht DP. Ich hoffe, die kommen dann zeitnah. Today we were able to discover roughly 3 pieces of key evidence. The information we heard from KO about the raid on HIER, the intel we exchanged with Grace about the current state of Ravage, and everything we learned about Gans, the miner from Mines. So there has to be something that ties the 3 things together, right? I think I'm starting to see what you're saying here. For now, let's sort through what we know. Which element of the info regarding the raid on HIER can be tied to the others? Of the info regarding the raid? Okay, assailants' physical abilities. HIER reinforcements. Informants relation to KIER. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine leichte Tendenz zu den Physical Abilities, weil ich immer dieses Drogenthema, was ja noch ganz frisch ist, auf dem Schirm habe. Aber Reinforcements, es kann ja halt auch einen monetären Hintergrund haben, aber ich habe so bei Drogen so Physical Abilities, auch so wie das hier formuliert ist, weiß ich nicht. Und KIER ist halt auch so ein derart diffuses Thema. Vielleicht haben diese Pillen auch irgendwas
mit ihren verloren gegangenen Erinnerungen zu tun. Also es könnte irgendwie alles wahrscheinlich am Ende des Tages begründbar sein. So, ich habe jetzt mein Diensthandy neben mir. Ich bin jetzt zu faul aufzustehen. Ich werde da kurz mal eben gucken. Aber wenn ich jetzt ohne nachzugucken entscheiden müsste, würde ich aus dem Bauchgefühl heraus das erste nehmen. Okay, Leute, ich fange jetzt nochmal von vorne an, auch wenn wir jetzt alle wahrscheinlich ein kleines Déjà-vu haben. Aber ich habe auf der Suche nach der richtigen Antwort eine andere Info bekommen, die meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und zwar kann man, bevor man bei Survey den Report abgibt, 2 weitere Bonus-DP bekommen, wenn man vorher mit bestimmten Leuten spricht. Und wenn ich das hier so sehe, dann weiß ich auch, warum ich mir wahrscheinlich die E-Mail-Mission verkackt habe. Weil wenn du hier durch random Gespräche auch DP bekommst, dann erklärt das auch, warum ich da wahrscheinlich einiges liegen gelassen habe. Also einmal ist Rishia eine der Personen, mit der man hier bei Arkansas irgendwo sprechen soll. Ich weiß aber nicht, wo die hier ist. So präzise ist meine Info nicht. Thinking it over, that kind of direction probably wouldn't work at all. If we're going to add a scene, it needs to be something that will completely captivate our dear audience. It's just, I'm worried that if we add a scene simply for the sake of having a flashy set piece, it won't mesh with the rest of the play. I, of course, have the deepest respect for your opinion on all things theater related, but could I get you to reconsider? Not a chance. Das war irgendwie klar. I thought you might say that. I believe they are holding a discussion regarding the play, and the troop leader is distressed. I think we'd better leave them alone. Oh yeah, about our earlier conversation. You mean the one about Nikolai? He was definitely being a weirdo, but I do think that his role in the play is a tad unbalanced. Oh, I know. Why don't we add a fight scene between him and Theodore? Cut me some slack, will you? Oh yeah, about our earlier conversation. Ich weiß gar nicht mehr, wer war der Nikolai nochmal? Sagt mir gerade irgendwie gar nichts mehr, der Name. Ich hoffe, er war nicht wichtig und ich muss mich im Nachgang schämen. Warte mal, ich habe nur gelesen. Rishia Arkansas, oder ist die Reihenfolge auch wichtig? Warte mal, ich guck mal kurz, ob ich sie hier irgendwo finde. Ja, da ist sie. Guck mal, so kann es auch gehen. Hey, Plee, doesn't Nikolai seem a little bit different lately? Oh, you notice it too? I've been getting some weird vibes from him. It's as if he's a completely different person. Ach, das ist eine Sie, ne? Der Name Plee sagt mir nämlich auch nichts mehr. Ich kenne die ganzen Arkansas-Leute nicht, außer die Hauptakteure. Excuse me, is everything okay? Oh, if it isn't the police officers. It's nothing serious. We were just talking about Nikolai, one of the other performers. Right, apparently. Nikolai's been engaging in some special training lately. It's paying off too. His technique and strength have improved considerably. The strange thing is, his personality seems to have changed as a result. Oh, so what? The guy polishes up some moves and suddenly he's a new man? That's not as far-fetched as you think. Reaching greater heights could give someone an entirely new sense of who they can be, to the point where they become unrecognizable overnight. That's true. I suppose anyone can change themselves, given the right motivation. I'm sure Nikolai must have had a life-changing experience like that. Apparently Nikolai's been engaged in some special training. I can already see the results with how greatly his stamina has improved. I think his commitment to improving himself is commendable, though I can't help but feel as if his personality has changed. It worries me a little. It's almost like he's become a completely different person. Und auf einmal ist der Nikolai hier voll im Fokus. Wer hätte das gedacht? You know, I do seem to remember him disappearing for a while after the festival ended. It's entirely possible that something may have happened then. I think so too, though he hasn't said a word about it to us. You know, I do seem to remember him. Das kennen wir. Ist aber, hä? Einer von denen ist doch Nikolai, oder? Nee, er auf jeden Fall nicht. I have a bad feeling about this. Bist du Nikolai? Nee, du bist Eugene. Nikolai was busting out some really flashy acrobatics yesterday.
Has he always been such a peacock? Der ist bestimmt auch mit den Drogen in Berührung gekommen. Und deswegen ist die erste Antwort auch richtig. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt, ne? Also meine Vermutung war die richtige. Und vielleicht passt das hier gerade alles zusammen. Die Frage ist... warte mal, ich gucke mal eben kurz, ob uns noch weitere Personen was über Nikolai sagen können. Ach, da ist er ja. Another perfect rehearsal. I've never been in better shape. I bet I could even take Rishia down. Everybody watching me was shocked. I can't get enough of this feeling. Serves all you naysayers right. Okay. Okay. Das heißt, ich wette auch die anderen NPCs, mit denen man vorher sprechen so muss für diese Bonus-DP, werden auch irgendwas damit zu tun haben. Nikolai's attitude has changed drastically in such a short amount of time. Is this what gaining confidence does to a person? Boah, ich weiß nicht, aber ich tippe auf Drug Abuse und ich bin sehr gespannt. Also vermutlich werden die Leute von Revanche irgendwie, vielleicht werden die Drogen vertickt haben und Garcia war dagegen oder so und hat deshalb an Autorität eingebüßt. Nikolai's been in perfect form these days. I can't believe how well he performed during today's rehearsal. Crap, first Rishia and now Nikolai. Everyone's just leaving me in the dust these days. First Rishia and now Nikolai surpassed me. I'm going to be left behind if I don't start trying harder. Oh mein Gott. Wenn man der armen Celine jetzt auch noch die Drogen nahelegen würde, ich glaube, die würde denen auch verfallen. So schnell kann es manchmal gehen, ne? Deswegen ist das im Sport auch so verbreitet. Just last night, Nikolai was operating the stage controls on his own. Sounds like he pulled another all-nighter so he could practice. It's fine that he's putting his heart and soul into it, but isn't this going a bit overboard? Will Nikolai ever take a break? Pretty sure he's been exerting himself a bit too much these days. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er doch nichts an Pillen eingeschmissen und einfach hart trainiert, aber sein Trainingspensum hat er wahrscheinlich mit den Pillen auch zusätzlich noch gepusht. If you ask me, Rishia's too nice for her own good. He's such a jackass. She didn't have to back down after what he said. Did something happen? It's not really my place to talk about it. Aber, if you ask me, Rishia's... Wow, gerade jetzt, wo es interessant wurde. Ist aber unhöflich. Erst Leute mit Informationen anfüttern und dann nicht ausplaudern, ey. Das sind mir die Liebsten. Na gut, aber wenigstens bleibt er seiner Linie treu. Okay, dann hätten wir das erstmal. Dann ist meine nächste Anlaufstelle Ignis. Da standen, ich weiß gar nicht mehr, Huey war einer der Namen und beim anderen weiß ich nicht mehr. Kriege ich das parallel mir angeguckt, ohne zu unterbrechen? Warte. Slash und Huey. Huey, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht. Jade's one of the most senior dudes in our group and he usually trains us. How would Dino absolutely destroy him? Something ain't adding up. Ah, guck mal, und da haben wir den nächsten. Dino ist also auch an Pillen rangekommen und mischt jetzt hier die Leute auf, oder was? Da sind sie. The hell's the matter with Dino? Drop it, man. That one-on-one was all them and Walt told us to quit bitching about it. You think I can just ignore this? Wobei bei Dino hat sich das ein bisschen abgezeichnet. Der hat sich ja eh wie das 5. Rad am Wagen gefühlt. Das hatten wir, glaube ich, irgendwie im letzten Chapter oder so. Nee, so lange ist das, glaube ich, gar nicht her, dass er den Eindruck erweckt hat. Something happened, guys? Yeah, you could say that, Dino, that idiot. Dino challenged one of our leaders, Jet, to a fight. It was totally insane, too. They kept trading blows until it was decided by an elbow to the jaw. He's just a newbie, yet he somehow managed to take down Jed? Impossible, I never forgive that bastard. When will Dino become so disrespectful? And how hell would he take down Jed? Nothing makes sense anymore. When would Dino become so disrespectful?
Aber wart ihr nicht vorher auch immer disrespectful zu ihm in gewisser Weise? Ich weiß ja nicht. Jet's the second strongest out of all of us and one of the leaders of the Vipers. Who the hell does Nihon think he is? He'll pay for this. Aber klärt ihr das nicht so in eurer Gruppe, dass der Stärkere ist, der ist automatisch der King oder so? Also eigentlich spielt er doch nur nach euren eigenen Regeln, oder nicht? You'd never seen it coming, never see it coming, Jet's down for the count, but a fight's a fight, no matter how you cut it, yeah! Der fühlt das auf jeden Fall so richtig. Ich mag Lukanov irgendwie am meisten aus der Gruppe. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil sein Name so osteuropäisch klingt. Jet, go to the hospital now. Nah, I'm good, boss. The doctor seeing me like this would be an embarrassment to the Vipers. Don't make me repeat myself, you dumbass. Get your ass to the hospital or I'll send you there on a stretcher myself. Sorry, I go. Finde ich aber gut, dass Ward sich um seine Leute sorgt. I don't want your stinking paws around here, you dogs. Weil ich meine, er hätte auch sagen können, ja, Image ist mir wichtiger. Und Jet beipflichten können, aber macht er nicht. Also ein bisschen Herz hat er scheinbar doch über. Watch yourselves, punks. You're on my turf and I don't like it one bit. Besides, you four have nothing to do with this. Go ahead and scram. Wobei es gab auch mal diese eine Szene im Harbor District, wo ich am Anfang dachte, der will irgendwie einem Kind was antun. Und dann hat er den Kleinen aber irgendwie motiviert, aufgebaut, beschützt, ich weiß nicht, aber irgendwas in dem Dialog hat dann so eine gedankliche Kehrtwende in meinem Kopf verursacht. Okay, auf jeden Fall wissen wir jetzt, was hier passiert ist. Und dann, genau, die dritte Person, die ist in einer Residential Area und zwar in Form von Sunita, die, glaube ich, in diesem Haus gewohnt hat, wenn mich nicht alles täuscht. So, unten ist auf jeden Fall niemand. Oh, oh. Hier mache ich mir gerade sehr große Sorgen um ihren Vater. Ich glaube, der hat sich was eingeschmissen und das könnte, wenn es richtig übel läuft, die ganze Familie zerstören. What a bunch of morons. The price of those stocks friggin' tanked in 3 days. They seriously couldn't see that coming. The CNS business magazines plummeted down the damn drain. Wait, aren't I totally awesome? Well, whatever, it's all the same anyway. Okay. Also, der wirkt ein bisschen aufgedreht, aber ich würde das jetzt nicht als ultra auffällig klassifizieren, aber Sunita kann das sicherlich besser beurteilen. Father, what's going on with you? What's wrong? It's nothing. It's just that, for the last little while, Father's been acting... You goddamn morons! What has happened to Father? Something about him definitely feels pretty off. Father must be exhausted from working all day. I'm sure that's why he's acting weird. I need to do something to cheer him up. Oh yeah. Mother has another one of her cooking classes to attend today. I wish that she wasn't always so carefree sometimes. I need to get my act together. Oh Gott, die Arme. Aber da sollte sie vielleicht mal mit ihrer Mutter drüber sprechen. Vielleicht sollte ich ihr das auch mal irgendwie verklickern. Warte mal, diese Classes, die haben doch immer bei den Haywards oder wie die hießen, stattgefunden. Das war, glaube ich, das obere Haus. Ja, unten war nämlich das, wo oben die Oma saß und immer die ganzen Familienmitglieder auf 2 Stockwerke verteilt waren. Ey, guck mal, wie ich das langsam, aber sicher doch irgendwie verinnerliche. Und du bist die Mutti. Ach nee, die reden jetzt eh alle durcheinander. You know, I happened to pass by your husband yesterday. Kreil. Ich finde den Namen immer nur lustig. I feel like he's become a little strange these days. Almost as if he's become more disrespectful. Oh. I haven't really thought about it. Ach, das ging auch gerade um Bond. Das habe ich gerade gar nicht registriert, dass die Frau hier Kreil hieß, aber hallo Kreil. But now that you mention it,
I suppose he might have started using harsher language recently, maybe. Ja, goddamn Morin ist schon, vor allen Dingen gegenüber einem Kleinkind, nicht sehr günstig ausgedrückt, sage ich mal. So, has he or has he not? My, Kyle is always so carefree. I guess he has been acting a little strange lately. Should I be worried? Ja, wegen ihm, aber auch ein bisschen wegen deiner Tochter. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal unterhalten. How do I put this? Krail is a bit dense, I guess? It's not really a big deal, though. She's an adorable lady. Aber vielleicht verhält er sich in ihrer Gegenwart anders. Oder sie ist wirklich ein bisschen blind, keine Ahnung. But to see her gentle husband resorting to such harsh words, I worry for their relationship. What could have brought on such a change in demeanor? But to see her gentle husband... Sorry für die Cuts, aber ich habe immer so kleinere Räusperanfälle. Aber wenigstens hatte ich heute noch keinen Hustenanfall. Vielleicht ist diese Phase jetzt tatsächlich überstanden. Na gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt aber zur SSS gehen. Und wer weiß, vielleicht werden diese 2 DP... die ich damit jetzt hoffentlich eingesammelt habe. Vielleicht werden die am Ende des Tages ja den Unterschied machen für die Hidden Quest bei Imelda. Wir werden sehen. Ich bin auch gespannt, ob es hier noch weitere Folgefragen gibt. Warte mal, das kann ich jetzt eigentlich... Mit welcher Taste ging das nochmal? Ich konnte das doch irgendwie abkürzen. Genau so nämlich. So, dann nehme ich mal das erste. Wisst ihr was? Ich versichere mich nochmal... Einfach nur um auf Nummer sicher zu gehen, dass das wirklich das Richtige war. So, was steht hier? First Option, Assailants Physical Abilities. Jawohl. So, einmal einloggen. Oh, es geht direkt weiter. Which element of the info regarding Revage can be tied to the others? Don Marconi's Actions, Investment in Warhounds oder Havezard, spricht man das, glaube ich, aus. Chain of Command. Which element of the info regarding Revage can be tied to the others? Ich habe immer irgendwie dieses Drogending im Hinterkopf, aber ich muss sagen, hier kriege ich das gar nicht in Einklang gebracht. Ich weiß gerade nicht mal mehr so ganz genau, was mit Don Marconi's Actions genannt ist. Oder genannt ist, was laber ich, gemeint sein könnte. Gemeint ist, wollte ich eigentlich sagen. Bauchgefühlsmäßig würde ich sagen, die 3. Aber das ist wirklich ein kompletter Blindflug. Ich gucke. Okay, es stimmt aber. Ich schwöre auf alles, ich wusste es nicht. Ich freue mich trotzdem, dass es scheinbar richtig gewesen wäre. Which element of the info regarding Gans can be tied to the others? When he disappeared from Mainz, Poker Match against Lecter at the Casino. Hier würde ich auf jeden Fall die Blue Pills nehmen. An denen habe ich mich ja die ganze Zeit irgendwie schon entlang gehangelt. Ich gucke jetzt mal live mit euch, ohne einen Cut reinzubauen. Ja, und die Blue Pills, die stimmen tatsächlich. Ey, cool, ich hätte bisher 3 von 3 richtig beantwortet. Läuft. Das war's schon. This has to be it. Related Elements, Assailants Physical Abilities. Ja gut, das habe ich ja alles gerade ausgewählt. You think these factors overlap? They're definitely suspicious, that's for sure. I think so, Ellie. If we take a closer look, we can see certain things linking the cases. The boosted strength displayed by the mafiosos who raided HIER. Das ist genau der Gedanke, den ich nämlich hatte mit, also meine Assoziation bei der Begründung des zweiten bin ich mehr interessiert. Gans and his spontaneous gambling skills. They may seem independent of each other, but they both deal with the sudden enhancement of their abilities. Now, suppose we say that the connecting factor in all this are these blue pills. The Mafia must have started involving themselves with these illegal drugs in some way. Kannst du wahrscheinlich auch gut Kohle mitmachen, ne? Not just to sell to the public either. Revage's henchmen must be using the drugs themselves. Ich muss mal kurz mein Mikro ein bisschen... Seht ihr, das meine ich?
ein bisschen nach unten verschieben. Must be using the drugs themselves, genau. Is that the general idea, Lloyd? Yeah, more or less, but in the end it's still just another theory. However, that would certainly explain a lot. In that case, maybe the reason Garcia's authority over Rivage has started to wane, genau mein Gedanke, is all thanks to their grunts taking this drug. Once they're all juiced up, they don't need to listen to him anymore. Ach so, nee, okay, das ging in eine andere Richtung. Meine Idee war eher, dass er vielleicht mit dem Vertrieb des Drogenhandels nicht so einverstanden ist, vielleicht auch mit dem Konsum. Letzteres könnte zutreffen, wenn Randys Theorie hier stimmt, also dass sie dann halt nicht mehr gewillt sind, auf Autoritäten zu hören. Things are starting to make a lot of sense. Nicely put, everyone. By the way, remember the rumors Ian told us about yesterday? Nein. Of course, the trader and that stockbroker. Could those two be under the pill's influence as well? Who can say? At this point, it's nothing more than pure speculation. However, things are beginning to come together piece by piece. You feel the same way, don't you? Yes. But if I'm being honest, I don't think the Special Support Section will be able to handle a case of this size. We might even need to call in the 1st Division for support, given that the incidents revolve around the distribution of illegal drugs. Hey, funny you should say that, Lloyd. Your timing couldn't be better. Huh? Der hat wahrscheinlich jetzt jemanden eingeladen. Jetzt kommt bestimmt Dudley rein oder so. Nee, Kia. Hi. Stimmt, dich gibt's ja auch noch. Oh, I found you. What's wrong, Kia? Oder Kia. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich jetzt so last minute quasi noch umschwenken soll mit dem Namen. Ich glaube, ich bleibe aber bei Kia. Are you getting hungry? Nope, not yet. We have a visitor. He's a super grumpy old man. His forehead's all wrinkly. Ich glaube, jetzt kommt Friedrich Merz in den Raum. Grumpy. Pardon me. Oh. Ey, Dudley, wie ich gesagt habe. Coolio. Oder auch nicht. Oh. Detective Dudley. You're late. Aber weiß er jetzt schon über alles Bescheid oder erfährt er das jetzt erst von uns? Apologies, Sergey. Investigation meeting ran a bit long. If this about the same thing we discussed earlier, do you mind if we go ahead and begin? Sounds good to me. Before we get started, I need you to fill them in too, though. I don't have the time for your jokes, Sergey. This isn't something rookies should know about, and actually, I think the information they found will end up being pretty useful to you and your investigation. In fact, involving them will save you some time in the long run. Are you out of your mind? Vielleicht hat er danach ein bisschen mehr Respekt in seinen Augen, wenn er mitbekommt, was wir alles wissen. Then again, I did leave the HIER investigation to the Special Support Section. Maybe I can fill them in just... No, it's simply not. Also, hau raus. Info gegen Info. Chief. If this is a bad time, we can step out for now. That won't be necessary. They don't call Dudley the ace of the 1st Division for nothing after all. I'm sure he realizes what he needs in a situation like this. Fine. Ey, Sergey? Also, ich finde, der läuft immer so ein bisschen unterm Radar. Aber in der Szene zeigt er echt gute Schlagfertigkeit und gutes Vermittlungsvermögen, muss man einfach mal so anmerken, weil Dudley ist nicht so einfach zu handeln und er findet gerade genau die richtigen Worte. Listen up, the information I'm about to disclose is strictly confidential. Ja, unsere auch. It does not leave this room, otherwise there will be consequences, got it? Du brauchst uns nicht zu drohen. Was ein Depp, ey. Yeah, that won't be a problem. Auch wenn er nur seinen Job macht, das ist mir schon klar. Aber wir haben auch mehr als einmal bewiesen, dass wir vertrauenswürdig sind und am Ende des Tages ziehen wir alle an einem Strang. Er baut hier die Barrieren, nicht wir. Oh, is this a secret? I love secrets. Tell me too. Oops. Well, I'll make you a snack here. Why don't you go eat it with sight? Ja, aus dem gleichen Napf. Bitte, geh mit ihm essen. The 1st Division is being pressured. Oh, okay. Das überrascht mich tatsächlich.
Well, it's not quite as simple as that, Bannings. After the raid on HIER, we received orders to devote all of our resources to quell any disputes between the mafias. Because of that, we had to end our investigation on a mysterious drug we've been looking into recently. Ach Mist! Ich dachte, die wussten davon nichts und wir könnten jetzt damit um die Ecke kommen. Really? The first division was investigating the blue pills too? We only started looking into them a few days ago. Frankly, I'm surprised you even know about them at all. Ja, danke gleichfalls. How exactly did the first division find out about the drugs in the first place? We were tipped off about them by a long-time informant of ours. She's been a pretty reliable source, so we started gathering more info based on her tip. But we weren't able to find anything more concrete than rumors and urban legends. I mean, a miracle pill that can grant wishes and bestow happiness. It certainly sounds like fiction to me. However, it was apparent that something shady was going on, so we were compiling a list of citizens that seemed to be connected and... Well, what are those looks for? It's almost like you expected everything I just said. Seems like our little theories earlier were spot on. Show him, Lloyd. Yes, sir. Take a look at this, detective. What? These what I think they are. We found them on a certain individual during our investigation today. We were allowed to keep them on the condition that we protect their identity. Lloyd explained to Dudley in great detail what had transpired earlier. Na, hast du jetzt Respekt? Damn it all, so it is real. And you're saying that it's possible that Rivage is the distributor? Dudley, about the order to stop the drug investigation. Any idea who made the call? It had to have been someone high up. Our chief didn't agree with the decision, but he enforced it regardless. What a mess. Hold on a moment. Does that mean someone high on the CPD's chain of command gave in to the Mafia's demands? Ja, ist wahrscheinlich ein ordentliches Sümmchen Geld geflossen. That's unbelievable. Die sind doch alle korrupt. Das ist bestimmt dieser Typ, in dessen Zimmer wir nie reinkommen. Dieser, wie hieß denn der nochmal? Hab den Namen vergessen. Come on, how low can you go? The situation appears quite grave. Hey, Dudley. It's clear that you came to me because you don't trust the top brass at HQ. So what is it you're planning to do? To be honest, there's nothing those of us in the first can even do about the drug investigation now. If any of us were to take action, our bosses would do whatever they could to interfere. Ja, da kommen wir jetzt wieder ins Spiel, ne? Dafür sind wir dann wieder gut genug. But as a member of the police, I just can't let this go. Detective Dudley? Well, there's an easy solution for that. Leave the investigation to the special support section. Lloyd, Ellie, Randy, Theo, listen up, guys. From here on out, the SSS will be unofficially collaborating with the 1st Division. Dudley hat noch nicht Ja gesagt. Since their hands are tied, you four will take over the drug investigation for them. Yes, sir. Understood. And in return, we'll get every last bit of intel the 1st Division has about Rivage. Sound fair? Sehr gut. Das bringt doch am Ende alle weiter, oder nicht? Sergey, what are you? Every bit of intel? You know, there are some classified files that I just can't share no matter what. Every last scrap. Take it or leave it, Dudley. You're stuck in a deadlock and you know it. We're going to keep doing what we want, regardless, but you don't really have any options here. Aber wer kann denn kontrollieren, ob uns wirklich alles mitteilt? Der wird am Ende bestimmt trotzdem so ein paar spicy Details uns verheimlichen, würde ich dem zutrauen. Damn. Fine, I accept your conditions. Glad we could come to an agreement. Well, so now we're the ones taking cases away from the 1st Division, huh? Ist doch klar, dass er sich das nicht nehmen lassen kann. Aber ich würde es genauso auskosten an deren Stelle.
I can already feel a sense of superiority welling up inside of me. Ja, der böse Blick, der war klar. Yikes. Command retracted. I suppose I really don't have any other options. Alright, I've returned the drug investigation over to you now. So, how do you actually plan to proceed? About that, we already have the drug itself in our hands. The next logical step is to figure out what exactly it's made of. Wir müssen bestimmt ins Krankenhaus. Not a bad start, but how will you go about doing that? Based on what we know, we can assume this is an entirely new type of drug. It's likely be too much for the forensic tools at HQ to handle. That and there's the risk of being noticed by the higher-ups. Das stimmt. Es sei denn, wir holen uns jemandem, den wir vertrauen. Dr. Günther oder so. Ah, that's a shame. But in that case, we might be able to ask the medical college for help. I know who you're thinking of talking to. The medical college, you mean St. Ursula? Right, we know a doctor there who specializes in pharmaceutical research, actually. Das Wort habe ich doch damals mir über einen Translator mal ansagen lassen, ne? Ich weiß aber nicht mehr, wie es ausgesprochen wurde. I've heard he's one of the best in his field, so there's a good chance he'll be able to figure out the drug's composition. Well, alright then. That might just be our best option, given the circumstances. Dudley, can we get you to compile the First Division's intel and send the report to us by the end of the day? I want them to decide how to approach the investigation for themselves. Understood. I'll send it over as soon as I can. Well then, I should go. Thank you for your cooperation, Sergey. Likewise. Oh, and aren't you gonna thank them too? Danke, Sergey, danke, ey. Das ist für mich die sympathischste Sergey-Stelle im gesamten Spiel bisher. Also nicht nur wegen der Frage, sondern auch wegen dem ganzen Gespräch davor. Der macht das mit genau mit dem richtigen Gleichgewicht aus. Fordernd sein, höflich bleiben, aber trotzdem seinen Standpunkt klar machen. Bin voll begeistert. Listen well, you four. If you do anything stupid, this entire situation might nosedive, understand? Your task is looking into these drugs and only that. Dealing with the Mafias is the First Division's responsibility. Na, hast du Angst, dass du bald nichts mehr zu tun hast, Dudley? Der sieht voll seine Fälle davon schwimmen. Stay close to the ground, behave and most importantly, don't get in our way. Das haben wir nicht vor, du könntest aber trotzdem mal ein bisschen netter zu uns sein. Sheesh, is it really that hard to say? Thanks for doing my work for me. Danke, Randy. Spricht heute genau das aus, was ich mir die ganze Zeit denke. Perhaps under that tremendous goal of his, he is simply shy at heart. Hehe, maybe so. Also, it seems he has a stronger sense of justice than I first thought. Yeah, I think we can trust him. Most of the First Division's just like him, diligent as all hell and driven by that same strong sense of justice. Da würden wir da eigentlich auch voll gut reinpassen, oder? Though, by the same token, a lot of them are extremely by the book. Makes them inflexible and obstinate. Okay, dann vielleicht doch eher nicht. So, you going to head to St. Ursula right away? Yeah, that's the plan. Oh, sag uns bitte, dass es vorher noch neue Missionen gibt, bitte. Though, I'd like to take care of some support requests too, yes, if time permits. That's right, we didn't have the chance to go outside the city all morning. Guess things are about to get busy, probably best we just tackle things one at a time. Glad to see you guys are up for the challenge. Now, I know we're cooperating with the First Division, but don't get too worked up over that. Just do things as you'd usually do. Show me you're capable of cracking the mystery behind these drugs. Yes, sir. Am Ende kosten wir selber mal und werden noch süchtig, ey. Pass mal auf, das ist dann der große Plot-Twist hier am Ende. St. Ursula Medical College, eh? This doctor you mentioned, that's the guy who looked into Kia's amnesia, right? Yes, sir. Dr. Joachim Günther, an associate professor of pharmacology,
Pharmacology war das, oder? And Neurology at St. Ursula. When we last spoke, it was clear that he knew his stuff when it came to medicine and drugs. Well then, he should be reliable for this kind of thing, but... Aber... Chief? Is something bothering you? You could say that. Strength, speed, concentration, and intuition. Supposedly, those are the kinds of qualities that the drug is able to augment. But is it able to increase your luck? Was? In welche Richtung gehen denn gerade deine Gedanken? Bitte, wir nehmen das Zeug nicht. Well. Ach so, nee, der bezieht das auf den Gans-Fall. Und der hinterfragt gerade die Plausibilität, ob die Drogen in dem Zusammenhang Sinn ergeben. Vielleicht haben die dem das auch einfach untergejubelt, um irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass das irgendeine Wunderpille ist. Ich habe keine Ahnung. Well, I'm not sure about that. Rationally speaking, you would think that would be impossible. Ich dachte nämlich zuerst, er meint, vielleicht könnte das euer Glück steigern oder so bei der Investigation oder so. Ich dachte gerade, der denkt kurz drüber nach, dass wir das nehmen sollen. Völlig sinnbefreit der Ansatz, aber okay. Ja. But how else would you explain Gans' miraculous luck at the casino? Yeah, gambling's a tricky thing. Intuition and strategy will only take you so far. Before long, luck always shows up as an element. So that begs the question, was he in Lady Luck's good graces or a devil's clutches? Theo. Mann, ey, dieses Punkt, ey, das stresst mich jedes Mal, wenn das zu sehen ist. Sounds like there are still a few more mysteries to be solved. Theo, if you're up to the task, I want you to look into that for me as thoroughly as you can. Very well. That was my intention anyway. Hä, warum Theo? Habe ich irgendwas verpasst? Why is he asking only Theo? Danke, Lloyd. Perhaps he knows something we don't. Oder sie weiß etwas we don't quasi. Hä? So you will have that professor at the medical college take a look at the drug. And in the meantime, I just leave the first division to do their jobs. They know what they're doing, so I'm sure they will deliver. Just do your own thing for now, you know, like you've always done. So you have the professor at the medical... Das mit Theo habe ich aber jetzt nicht ganz verstanden. Haben wir jetzt irgendwie eine Request oder so? Die nur sie erfüllen kann? I don't know. Hi everyone, it seems there's... Nein. Ich dachte, wir könnten jetzt hier... was Schönes reporten. 2 neue Quests. Um Gottes Willen, lass die mich bitte jetzt schon abschließen können. Search for an important person. I want to meet privately. I'm looking for someone important to me. Come at once. Campbell Estate. Das ist doch bei der Family von Ellie. Northwestern Crossbear City. Oder waren die Campbells andere? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gehen wir da gleich hin. Flowers for the Fallen Friends. 2000 Mira. Old Man Quint. Das ist der im Harbor District, glaube ich. I'm looking for some special flowers to place on some graves. For details, come to the cabin next to the graveyard behind Crossbear Cathedral. Nein, Quint war der. Aber der im Harbor District, der Angler, der fing doch auch irgendwie mit Q an, oder? Ich hatte doch mal meine Eselsbrücke sogar mit Quint. Das hat ja super funktioniert, nicht? So, dann würde ich jetzt erstmal bei Campbells vorbeischauen, beziehungsweise auf deren Anwesen. Hey Kia, Schätzelein! Oh guys, do you have to leave again? Sorry Kia, we've got something to take care of. We'll be back in the evening, okay? Want us to bring you back souvenir? No, that's okay. All of you coming home safe is the best gift I could get. Oh Gott. Kia, my heart. Her smile has pierced my very soul. Wie die uns alle einfach fertig macht, ey. The grim atmosphere ran away at the first sight of a smile. Huh? Naja, und wegen dem, was sie gesagt hat. Also inhaltlich und äußerlich einfach voll ins Schwarze getroffen. Have a good day, be careful. Ihre Sunshine-Mentalität erinnert mich halt extrem an Tita. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne? Aus Straits in the Sky.
He is saying, as long as I am here, this place is nigh untouchable. I believe it. We're lucky to have you around, Side. Guess we'll have to reward him with a slab of meat or something after this. Ich glaube, das wird ihm gefallen, auch wenn er uns immer noch anknurrt. Aber gut. Bloß nicht missinterpretieren. Ich glaube, auch wenn da Grill steht, geht es ihm gar nicht so schlecht, behaupte ich einfach mal. So, dann lass uns mal gucken, was hier von uns verlangt wird. Es hieß doch Nordwesten. Sag mal, ist es dieses Haus? Oh, da kommen wir zum ersten Mal rein. This is the house of Representative Campbell, who sent the request. We're searching for someone important, right? It sounded like the representative was freaking out. Hey, doesn't Mademoiselle Grams live around these parts? You happen to know this Campbell guy? Well, about as much as fellow neighbors would know each other. Representative Campbell is an ambitious man. He's so driven by his passion for politics that he often brushes aside everything else. I see, that matches the way I had envisioned him in my head. Hast du? Either way, he's requesting our assistance. Let's try asking about it if he's home. Gute Idee. Ey, vielleicht wird das sogar ein Dungeon am Ende. Vielleicht ist das auch so eine verlassene Villa oder so. Krieg ich voll die NIR Replicant oder Gestalt-Vibes. Nee, das sieht so aufgeräumt und belebt aus. Das wäre irgendwie krass, wenn das jetzt ja alles so voll verlassen wäre, so voll mit Spinnenfäden und so. Das ist auf jeden Fall eine sehr edle Bude. Aber warum ist niemand zu Hause? Ey, warte mal nicht, dass ich hier irgendwas mitnehmen kann. Wer weiß, ob wir auch zukünftig hier überhaupt nochmal reingelassen werden. Deswegen lieber einmal ein bisschen gründlicher gucken. Auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben anmutet. Also auf meinem Notizzettel von verpassbaren Sachen stand nichts mit irgendeiner Campbell, Villa oder Mansion oder so. Oha. Okay. Hier sitzen die, in Anführungsstrichen, wichtigen Leute. So, mit dem sprechen wir zuerst, mit dem, der zur Seite guckt. Die wichtigste Person verdreht sich in der Regel nicht, sondern sitzt am komfortabelsten, würde ich jetzt sagen. Ja, da ist er, der Campbell. Unbelievable, what a foolish thing to do. We must find a way to retrieve Representative Campbell. Excuse me, gentlemen, we're here regarding the support request. Die waren ja auch gerade schon beim Thema, ne? Ah, you're the CPD's something or other section. Nett? Schön. Disrespectfulness in Person hier schon wieder. Wer bist du überhaupt? Warum hast du keinen Namen? What a relief. We were becoming so desperate that we'd be willing to scrape the bottom of the barrel for assistance. Just a moment. Are you not Ellie, Mayor McDowell's granddaughter? Why have you come with them? Hallo? Ich arbeite hier, sagt er dann. Sagt ihn das mal genau so, Ellie, bitte. It's been some time, Representative. As it stands, I am currently employed by the CPD. I visit you as a member of the SSS today. Is that the case? So be it. I suppose the mayor is neutral. Nothing to be concerned about then. But, Representative, the Imperial faction's cunning members rely on underhanded tactics. What if they catch wind of this incident? I'm guessing you're in a position that could cause some political strife, Mademoiselle. Speaking with Diet members is always such a pain. Excuse me, Representative Campbell, could you tell us what happened? At least what details you're able to share about the situation? It's just, you look troubled, so... I seem to record a support request seeking assistance in searching for an important person. Yes, that's right. Well, you see, I've run into a bit of a snag. I suppose I have no choice but to explain the situation to you. But let me make one thing clear to you. This is a politically sensitive matter. The Republican faction has been placed into a difficult situation. This must remain strictly confidential. Understood. We'll promise to keep this under wraps. We swear to remain silent about the investigation, Representative. Very well then, listen up. A certain person affiliated with our faction has disappeared. Ja, das hat man sich ja schon irgendwie denken können. Could you elaborate? It so happens to be my very own daughter.
Also schon eine sehr persönliche Angelegenheit auf mehreren Ebenen. She has run away from home, along with our maid. Tja, was sagt das über dich als Vater? All that fuss just to end up telling us his daughter ran away. By daughter, are you referring to Carla? We were classmates in Sunday school. Ah, really? Well, the representative and his daughter have never been on particularly good terms. Their relationship seems to be entirely comprised of petty arguments. However, the timing couldn't be worse. Our main supporter, HIER, was raided this morning. Dealing with the aftermath has been cumbersome. That utterly foolish daughter of mine. I would normally leave her to her own devices during a hectic period like this. Utterly foolish daughter, das sagt er in einer Situation, wo sie gerade verschwunden ist. Ich dachte, er würde, weiß ich nicht, eher liebevolle Töne anschlagen, aber gut. However, recent reports have shown the mafia's spats becoming more dangerous. It's far too dangerous to leave two girls wandering around on their own. Yeah, I'd be worried about your daughter's well-being if I were you too. Not only that, but if this were to become publicized, the Imperial faction could use it as ich habe gerade Communication gelesen. What? As munition against me. Tja, was ist jetzt der eigentliche Grund, dass du dir so eine Sorgen machst? Das Wohlergehen deiner Tochter? Oder den Eindruck, den es erwecken könnte mit Blick auf deine Person, wenn es an die Öffentlichkeit gerät? Es klingt sehr stark nach Letzterem. You can't let your guard down during the diet, so I would prefer to avoid any scandals. And with that, I request you, the SSS, to discreetly apprehend and return my daughter to me. It all comes down to protecting his reputation then. Ja, danke Theo, gut auf den Punkt gebracht. Guess that's just how these bigwigs think. Ja, nicht alle, aber viele sicherlich. I already assumed as much. Well, it's clear that you're concerned for her. There's a fair chance she might be in harm's way after all. Agreed. We understand the situation, sir. We accept your request to search for your daughter. Oh, thank Eidios. Bring her back immediately. Please, bitte. I can promise we'll be able to do it quickly, but we'll locate your daughter and provide protection until we've safely brought her home. Very well. I suppose I'll rely on you for the time being. Proceed however you like. I believe his daughter left a note in her room. That note may prove useful to your investigation. Thank you for letting us know. We'll take a look at it then. Search for an important person started. Es wird bestimmt das leere Zimmer sein, was wir gerade eben schon vorgefunden haben. Also eins der beiden. So. Between the diet meeting and the HIER incident this morning was absolutely exhausting. I had even more appointments in the afternoon, so I came to rest at home for a bit. When I did, I couldn't find my daughter or her maid anywhere. Just as I was beginning to think something was amiss, I found her note. Seems like she's the defiant type. Entschuldigung. I doubt he'd have any ideas as to where she would go. Ja, weil seine Tochter wahrscheinlich auch gar nicht kennt. So richtig. My daughter and maid were nowhere to be found upon my return home this afternoon. I'm relying on you to find her for me. I cannot allow the Imperial faction to use this as ammunition against me. Is he more concerned for his career than his daughter's well-being? Ich glaube, die Antwort wollen wir alle gar nicht hören. Denn wir kennen sie insgeheim. Und ich verstehe, dass das Ellie auch betroffen macht. Aber wisst ihr, was ich schön finde? Dass es sie überhaupt noch betroffen macht, obwohl sie eigentlich ja wissen müsste, wie die Leute ticken in diesen Sphären, weil sie ja viel Umgang mit denen hatte in der Vergangenheit. Representative Campbell runs a strict household. For instance, he'll enforce small rules, like everybody having to eat breakfast together. It's actually quite obvious that his daughter despises such trivialities. I see. Was mich noch interessieren würde, es wurde nicht gesagt, wie alt die eigentlich ist, ne? His suffocating nature could very well be the cause of their strained relationship. And despite that, she still adhered to his rule and joined him for breakfast. Now I am
Now am I privy to such knowledge? I ate breakfast with them, of course. Between HIER and issues with the diet, we have much to deal with at the moment. Proceed with the investigation. I urge you to pursue the matter discreetly, so as to not alert the Imperial Faction. Ich wette, wenn wir sie finden, wo auch immer sie sein wird, dann wird sie uns bitten, ihrem Vater nicht zu erzählen, wo sie ist, und dann müssen wir eine Entscheidung treffen, die dann unterschiedliche Belohnungen und vielleicht auch unterschiedliche DP hervorbringt. Looks like she left her message in this notebook. So, wer liest vor? Let's see what it says. I've had enough of you and your insistence on only doing as you please. So now I shall do as I please. Goodbye, Carla. P.S. I'm having the maid with me. Knowing you, you'll surely go hungry with no one here to prepare your meals. Okay, die muss ihren Vater richtig hassen. Also sie hat die nicht mitgenommen, deswegen muss ich gerade lachen, weil ich dachte, sie hat sie mitgenommen, damit sie irgendjemand an ihrer Seite hat oder weil sie ihr vielleicht wichtig ist oder so, aber eigentlich wollte sie ihrem Vater damit nur eine auswischen. Oh Mann. Oder eins auswischen. Where do we even begin? The dad's a real piece of work, but his daughter seems like trouble in her own way. Representative Campbell is the type to put his work ahead of his home life. And now that I think about it, Carla would often complain about her father and Sunday school. I wouldn't be surprised if a sudden falling out caused her to run away from home. However, the note fails to provide a clue about where we should begin the search. The only detail given was that she ran away from home by her own volition. Based on her note, I think it would be fair of us to assume something. Suddenly ran away from home? Planned to run away from home. Ich würde eher zu suddenly tendieren, weil das klang doch so, als wäre das aus dem Streitgespräch heraus passiert, oder? Auf der anderen Seite, wenn es heißt, dass sie seit der Sunday School schon Groll gegen ihren Vater hegt, dann besteht das ja schon eine lange Zeit oder hat sie vielleicht lange schon drüber nachgedacht im Vorfeld. Ich würde trotzdem zu suddenly tendieren, aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde nämlich an dieser fiesen Stelle den Cut setzen und die nächste Folge mit der Antwort eröffnen, wofür man mehr DP kriegt. Also ich hoffe, dass es hier Bonus-DP gibt, weil ich ja immer noch die kleine Hoffnung habe, diese Hidden Quest doch vielleicht noch auslösen zu können. Aber vielleicht sind wir beim nächsten Mal ein bisschen schlauer. Ihr Lieben, ich bedanke mich heute erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!